hier ist die Chris von und heute mache ich mein Video auf Deutsch. Ich weiß, ich habe die beiden davor auf Englisch gemacht, aber ich habe halt vor kurzem eine Coaching-Session gewonnen mit Conny von Planet Backpack und da haben wir halt so ein bisschen drüber gesprochen, ob die Videos auf Deutsch oder Englisch sein sollten. Und die Conny hat mir halt angeraten, dass ich das vielleicht doch lieber auf Deutsch machen sollte, statt auf Englisch. Daher also heute auf Deutsch. Und was mache ich denn heute für euch? Heute mache ich für euch gefüllte Kohlblätter. Ich wollte es nämlich heute gerne als Video machen, weil das nämlich mit Abstand eines meiner erfolgreichsten Instagram-Fotos war, wo ich ganz viele Likes bekommen und ganz viele Leute kommentiert haben, dass sie das voll cool finden, dass sie das richtig toll finden. Und ja, ich meine, falls ihr es nicht gesehen habt, schaut gerne auf meinem Instagram-Profil vorbei. Ich verlinke euch mein Instagram-Profil unten im Kanal. Und ja, deshalb würde ich sagen, starten wir gleich mal und ich zeige euch, was denn heute so alles Zutaten sind. Also als erstes brauchen wir natürlich unsere Kohlblätter. Die hier sind schon vorgedünstet. Und ich habe hier hinter mir noch eine zweite Portion an Kohlblättern, die auch schon am Dünsten sind. Ihr könnt die aber auch ganz einfach im Wasser kochen. Ich habe mir jetzt nur gedacht, ich dünste die halt. Dann habe ich hier Kichererbsen. Die werde ich gleich im Ofen rösten, damit wir dem Ganzen so ein bisschen Crunch geben können. Dann den Saft einer halben Zitrone brauchen wir. Ich habe hier ein paar schwarze Oliven, eine Frühlingszwiebel, ein bisschen gelbe Paprika. Dann habe ich hier, ich glaube auf Deutsch heißt es Meerhefe, ich bin mir nicht ganz sicher, auf Englisch heißt es auf jeden Fall Nutritional Yeast. Also für diejenigen, die mir den richtigen Namen auf Deutsch sagen können, bitte lasst mir gerne einen Comment unten drunter da. Dann habe ich hier Kokosnussöl und ein paar Schältomaten, dann noch Zwiebeln und Knoblauch. Dann habe ich hier noch einen veganen Tomaten-Basilikum-Aufstrich. Ich weiß aber noch nicht ganz genau, ob ich den rein tue oder nicht. Das schaue ich dann spontan, wie es so schmeckt. Dann habe ich hier noch einen Schuss Weißwein. Ich koche immer ganz gern mit Wein zum Ablöschen, weil es gibt dem Ganzen immer so einen richtig leckeren Geschmack, finde ich. Und dann habe ich hier noch ein paar Gewürze. Das ist Salz, Pfeffer und ein bisschen Kümmel. Und zu allerletzt dann hier noch Quinoa. Da ist es aber auch ganz euch überlassen, was ihr da reintun wollt. Das letzte Mal habe ich in meinen Reis reingetan. Jetzt dieses Mal hatte ich noch ein bisschen Quinoa übrig, deshalb nehme ich dann jetzt hier das Quinoa noch reintun. Und dann habe ich hier auch noch ein bisschen Rest von der selbstgemachten Barbecue-Soße. Da schaue ich dann auch nachher noch, ob das reinpassen will oder nicht. Und ja, dann lasst uns mal anfangen. Also hier mit meinen Kichererbsen, die habe ich eben schon einmal mit Wasser ausgewaschen und dann auch ein bisschen trocknen lassen. Jetzt tue ich hier das Kokosnussöl drüber. Dann vermische ich das kurz. Dann tue ich hier noch ein bisschen Salz drüber. Ein bisschen Pfeffer. Getrockneten Kümmel und ein bisschen Paprikapulver. Ihr müsst es aber nicht machen, wenn ihr nicht wollt. Ihr könnt die Kichererbsen auch nachher einfach so mit in die Soße reintun. Das heißt, wenn ihr jetzt denkt, ihr habt dafür jetzt nicht genug Zeit, dann könnt ihr es später auch einfach so mit in die Soße reintun. Ich werde es jetzt aber so machen, dass ich die Kichererbsen auf Backpapier tue und dann für 10 bis 20 Minuten in den Ofen, bis sie schön goldenbraun und knusprig sind, weil dann können wir das nachher ganz toll auf die Kohlblätter drauflegen und haben sowas richtig schön Crunchiges. Dann hier mein Backpapier. Ein ganz cooler Trick ist, wenn ihr das Backpapier so zusammenknüllt, weil dann bleibt es nämlich besser so liegen, wie es sein soll. Kann man das besser formen. So, jetzt kommt das hier rein. Schön verteilen.
teilen, dass die am besten nicht übereinander liegen. Und alles schön einzeln. Und dann tue ich die jetzt für 20 Minuten ungefähr in den Backofen. Nach 10 Minuten tue ich aber kurz einmal alles so durchschütteln, dass sie wirklich schön von beiden Seiten braun werden. Also als erstes nehmen wir hier Zwiebeln und Knoblauch und tun das in die heiße Pfanne. In der Pfanne ist schon ein bisschen Kokosnussöl. Und dann lassen wir das kurz andünsten. Als nächstes tun wir die Paprika mit rein. Dann noch die Oliven. Dann brate ich das kurz ein bisschen scharf an. Und als nächstes nehme ich mal einen Schuss Weißwein, um das Ganze ein bisschen abzulöschen. Lass das kurz einkochen oder verkochen, nicht ankochen. Machen wir hier keine Marmelade. Und jetzt kommen die schälen Tomaten dazu. So, dann wird das einmal kurz alles verrührt. Und dann warte ich auch noch mal, bis das aufkocht und tue aber in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen Salz und Pfeffer und ein bisschen Kümmel dazu. Das Salz hier ist echt eigentlich ganz lecker, das habe ich mir letztens auf dem Biomarkt gekauft und da sind halt getrocknete Tomaten und Kümmel schon auch mit drin. Das riecht echt lecker. Und dann lassen wir das einmal kurz aufkochen. Langsam riecht es jetzt hier in der Küche nämlich auch wieder ein bisschen besser. Ich habe nämlich gerade hier den Topf schon ganz verbrennen lassen. Als ich meine Kohlblätter gedünstet habe, habe ich nicht gemerkt, dass unten kein Wasser mehr drin war. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was riecht denn hier so verbrannt? Ja, und dann plötzlich habe ich es gemerkt. Aber jetzt mit dem hier übertüncht es langsam den Verbrennungsgeruch. Ich werde jetzt hier als nächstes diese Nährhefe mit dazu tun. Nährhefe, weil sie natürlich ganz nährhaft ist. Da sind viele B-Vitamine mit drin, die ja ganz wichtig sind für uns Veganer. Rein, dann tue ich noch hier den Saft einer halben Zitrone mit dazu. Oh, die Zitrone ist ein bisschen groß hier für mein Gerät. Ach, geht aber. Jetzt nehme ich mir hier noch ein paar von diesen ganz kleinen Kohlblättern, die ich hier dann eh gleich nicht füllen kann. Ich tue die jetzt einfach hier mit in die Soße rein, damit die nicht ganz verschwendet werden. Ich tue die einfach so ein bisschen zerpflücken und dann mit rein. Die müssen ja jetzt nicht wirklich lang kochen, weil die waren ja eben schon mit im Dampfgarer. Und daher kann ich die jetzt einfach hier so zum Schluss mit reinschmeißen. Unterrühren. Ich tue jetzt auch hier die Frühlingszwiebeln noch mit dazu. Und dann gleich noch als letztes Quinoa. Sag mal Quinoa oder Quinoa? Ich weiß es nicht. Den noch mit dazu. Das ist ein bisschen zu viel. Mal schauen. Ja, aber dann sind wir eigentlich schon fertig mit der Füllung. Die Kichererbsen im Ofen sind auch so gut wie fertig. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt die nicht im Ofen mit dazu tun wollt, dann könnt ihr die auch so mit in der Mitte hier mit rein in die Soße tun, wenn ihr wollt, wenn euch das lieber ist. Aber eigentlich kann man das ganz gut so nebenher machen, dass die Kichererbsen nebenher gehen, indem man hier die Soße und die Füllung quasi macht. Quinoa ist jetzt auch ganz gut, weil das nämlich so ein bisschen die Flüssigkeit aufsaugt hier drin, dass nämlich dann später die gefüllten Kohlblätter quasi nicht überlaufen. Also da soll jetzt nicht zu viel Flüssigkeit mit dabei sein.
Deshalb habe ich nämlich hier auch diesen veganen Aufstrich mit dazu getan. Das, falls es jetzt zu flüssig wäre, dann hätte ich noch ein bisschen was davon mit reingetan, um das ein bisschen weniger flüssig zu machen. So. Kurz probieren. Ist lecker. Ich werde aber, glaube ich, noch ein bisschen was hier von meiner selber gemachten Barbecue-Soße mit dazu tun. Die ist nämlich so ein bisschen scharf. Ich mag so scharf ganz gern. Oh, meine Kichererbsen sind jetzt auch fertig. Jetzt hole ich die mal aus dem Ofen raus. So sehen die dann aus. So schön goldbraun und knusprig. Dann würde ich sagen, füllen wir jetzt mal eines unserer Kohlblätter. Lasst es vielleicht ein bisschen abkühlen, weil wenn ihr das hier so auf eure Hand tut, nicht, dass ihr euch die Hände verbrennt. So wie ich das wahrscheinlich gleich machen werde. So, das hier. Hier noch die Kichererbsen drauf. Für unsere kleinen Crunch. Und dann kann man die einfach auf den Teller tun. Ich habe hier noch ein Blatt, was schon so ein bisschen abgekühlt ist und ich probiere das jetzt mal gleich. Schauen wir mal, ob das dann auch gut ist, was ich gekocht habe. Ganz lecker. Das ist echt toll mit den Kichererbsen drauf, weil es nämlich wirklich im Ganzen so ein bisschen was Crunchiges gibt. Also falls ihr die Zeit dazu habt, will ich das auf jeden Fall machen, dass ihr die Kichererbsen so im Ofen röstet. Das ist echt lecker. Also dieses Rezept geht eigentlich auch mehr oder weniger also ziemlich schnell, finde ich. Ihr könnt das eigentlich alles ziemlich gut vorbereiten. Zum Beispiel könnt ihr die Kohlblätter schon am Vortag zum Beispiel dünsten oder kochen. Und genauso könnt ihr das mit der Soße machen. Die kann man auch schon ganz gut am Vortag vorbereiten und dann kann man die einfach in eine Tupperware-Dose tun und dann, wenn man die ganzen Sachen zusammenfügen möchte, das dann an dem Tag machen. Also man muss das nicht unbedingt alles jetzt auf einmal machen, man kann das schon ein bisschen vorbereiten. Für die Kichererbsen, falls ihr die röstet und dann aber jetzt nicht alle sofort esst und dann wollt ihr die am nächsten Tag dann essen, würde ich euch vorschlagen, die auch wieder in eine Tupperware-Dose zu tun und dann am nächsten Tag, wenn ihr die essen wollt, einfach nur mal kurz für 5 Minuten in den Ofen bei knapp 180 Grad, dass die wieder schön so crunchy werden, weil anders, wenn die ganz abkühlen, dann sind die nicht mehr so schön crunchy und nicht mehr so schön bissfest. Und ja, das war es dann für heute mit unseren gefüllten Kohlblättern. Wenn euch das Rezept gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Außerdem auch auf jeden Fall, wenn ihr wollt, meinen Kanal hier unten abonnieren. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Tschüss!